December 7th, 1941. The Japanese unleash a devastating attack against Pearl Harbor, dealing a painful blow to the Pacific Fleet. More than 2,000 American servicemen perish while attempting to repel the onslaught. And although the attack fails to knock out the strategically important aircraft carriers, it succeeds in shaking the American people to the core. Entering the war is no longer a choice. It is a necessity. On December 11, Nazi Germany declares war against the United States. Just a few days later, Operation Paukenschlag is put in motion by the commander of U-boats, Karl Dönitz. This long-range operation is an attempt to cripple the U.S. merchant fleet, which holds a key role in supplying Great Britain in its struggle against Hitler. All along the U.S. East Coast, German U-boats sink hundreds of American tankers and cargo ships, slowly tightening the noose around the neck of Great Britain. It is clear that without American support to their war effort, Britain's survival will be measured not in months, but in weeks. With the majority of its might focused on fighting the Japanese in the Pacific, the U.S. Navy is left with very few anti-submarine vessels available for the Atlantic theater, not even remotely enough to introduce an efficient convoy system that could protect the merchant fleet from the U-boats. The bloodbath continues for months, and the fire from burning tankers becomes a common sight from the shores of the East Coast. The survival of Great Britain now hangs by a thread. Finally, in May 1942, the U.S. Navy manages to muster enough anti-submarine ships to put the convoy system into effect. Now, with the help of the Royal Canadian Navy, merchant ships are escorted along the U.S. coast to form convoys around Newfoundland. Only then are they ready, having been joined by their guardian angels, to set out on the perilous journey across the Atlantic. At last, the steel wolves of Dönitz will be facing a challenge. They are about to meet a whole new breed of enemy. Fast, maneuverable, and more than capable of sending a submarine to the bottom. The Fletcher-class Destroyer. Ja, willkommen Freunde der Spielkultur. Wir haben heute noch Destroyer The U-Boot Hunter mit im Programm. Release ist morgen. Ich kann seit einiger Zeit spielen. Ich habe das Tutorial schon mal gemacht. Wir werden aber trotzdem das Tutorial jetzt nochmal spielen. Ich habe es nur schon mal für mich selbst die Tage gespielt und es ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Das Intro erklärt eigentlich schon alles. Es geht ja um den Schutz der Konvois, womit die Amerikaner, so gesehen die Briten, die versorgt haben zum Zweiten Weltkrieg, wo wir halt diese Konvois schützen müssen mit unseren Zerstörern. Es sind auch manchmal mehrere Zerstörer beteiligt, die dann, ja, auf U-Boot-Jagd gehen. Ist wirklich cool. Also, ich muss schon sagen, es war eigentlich richtig cool gemacht. Du sagst Release, gilt es aber nicht als Early Access. Also hier unten steht Versionsnummer 0.9.8. Deshalb würde ich schon fast davon ausgehen, dass es kein Early Access Start ist. Ich muss gerade gucken, Language ist Deutsch eingegeben. Aber ich glaube, es ist nicht alles Deutsch drin. Ja, ich würde das Tutorial gerne starten. Beziehungsweise ich glaube, als ich das gespielt habe, gab es nur die englische Übersicht. Und jetzt haben wir auch die deutsche. Also wir haben hier eine Simulation, damit euch das schon mal klar ist. Wir werden auf einem Destroyer sein, aber der Flair ist sehr gut vom Spiel. Das habe ich schon beim ersten Mal The Battle of the Atlantic took place in the 1940s. During that time, most U-boats were still diesel-electric and so could not stay submerged for prolonged periods of time. Therefore, you're very likely to detect them on the surface using radar before they close in for the attack. Once a U-boat submerges, you can no longer detect it using radar, and you will have to use sonar instead. Unlike radar, the sonar of the 1940s had to be pointed in the appropriate direction in order to detect the enemy. Bear that in mind when you lose radar contact with the enemy, and, most importantly, remember this. Radar works only for surfaced contacts, while sonar works only for submerged contacts. Last but not least, the 1940 sonar also has a dead zone right under your destroyer, which is crucial to remember. The most important thing you need to understand, however, is that everything at sea is ruled by the compass. Consequently, every instrument, report, and command also refers to it. It works just like the clock, with 000 or 360 at the top, 090 on the right, 180 at the bottom, and 270 on the left.
These three-digit codes are called bearings, and they refer to the cardinal points. 000 or 360 is the north, 090 is the east, 180 is the south, and 270 is the west. So, if there is a contact at bearing 090, it means that it is located east of our position. This system allows the crew to quickly exchange information regarding where the enemy has been detected, what course to take, and so on. Once you understand it, it quickly becomes second nature. In summary, the most important information for you will always be the position of the currently tracked enemy, which is given in bearings, which direction, and ranges, how far away from your position. In yards. The last thing you need to know is how to execute a successful depth charge attack. The problem consists in hitting a moving object in 3D space with a weapon that has a considerable delay between being fired and hitting the target. In general, the attack has to be made in such a way as to drop the depth charges with a lead ahead of the U-boat's bow. What is more, the depth charge fuse must be set for shallow, medium, or deep. Bear in mind that the deeper you set the fuse, the longer it takes the depth charges to reach the set depth. The optimal time to drop depth charges is calculated by an analog computer called the Tactical Range Recorder. It measures the speed of closing the distance between your destroyer and the target, and will help you to decide when to give the order to fire. Because of that, pay close attention to what the tutorial says about using the TRR. Ja, das muss ich im Tutorial nämlich nochmal sehen. Success and failure. In reality, the chances of hitting a U-boat with depth charges were rather slim, but due to the devastating effects that even close misses had on the submarine's morale, harassing and suppressing the U-boat was often enough to make its crew abandon further attack attempts, at least for some time. Now that you understand the most essential facts about anti-submarine warfare in the Second World War, you can proceed with the tutorial. Richtig. Jetzt haben wir erstmal Tutorial-Videos gesehen, um dann jetzt im Tutorial zu sein. Und das ist wirklich auch ein guter Überblick. Wir fangen erstmal mit der Steuerung an. Rechts natürlich das typische mit voraus. Also man kann natürlich volle Fahrt nach vorne, volle Fahrt nach hinten oder stehen bleiben. Das kann man hier über die Brücke machen, aber man kann es auch direkt hier unten, glaube ich, angeben mit der aktuellen Geschwindigkeit später. So ist es richtig. Sehen wir mal, wie unsere Geschwindigkeit von 8 auf 25 Knoten steigt. So stehen weitere Geschwindigkeitsoptionen zur Auswahl. Denken Sie daran, es stehen weitere Geschwindigkeitsauswahlen zur Auswahl. Mein Gott. Es stehen weitere Geschwindigkeitsoptionen zur Auswahl. Denken Sie daran, dass Sie das so nah bei großer Kraft voraus und volle Kraft voraus nicht nutzen können. Du kannst auch mit S reduzieren. Dann wird hier unten links nämlich, wo ich jetzt gerade bin mit meinem Gesicht, wo ich mich jetzt aber mal eben wegbewegen werde. Bam, 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 bam. So, das wollte ich machen. Eine Einblendung von unserer Geschwindigkeit, wo wir dann, sag ich mal, die reduzieren können. Mit W und S. Und die Eingabe werden wir, ich glaube, mit Enter bestätigen. Und das Gute ist übrigens, dass alles über Funk kommentiert wird. Das gibt später ein richtig gutes Gefühl, dass du wirklich an Bord bist von einem Zerstörer. Weil du auch Kommunikation hast mit deinen anderen Zerstörern, weil meistens ist das so, dass Zerstörer im Verband eigentlich U-Boots jagen, weil die Chance dann höher ist, eins zu erwischen. Gerade fahren wir ausgerichtet auf Norden, also 000.
Und wir können theoretisch das Ruder auch von Hand steuern, dass wir nach links ziehen. Und dann siehst du nämlich hier, dass wir mit 35 Grad nach links einschlagen. So, wir machen das direkt an der Ruderanzeige und können dann auch auf 35 Grad nach rechts direkt einstellen. Jeder wie er will. Dasselbe geht aber auch über Tastatur direkt mit D und mit A. Und der will, dass wir 20 Grad das Ruder einschlagen. Wobei das übrigens gar nicht so pralle ist, das so zu machen. Weil wir können hier über Navigation direkt unseren Kurs angeben, aufgrund der 360-Grad-Definition. Also wir können direkt auf 0110 angeben, dass der Kurs dahin eingestellt werden soll und dann übernimmt das Schiff die Steuerung so automatisch selbst, bis wir den Kurs auf 010 eingestellt haben. Was übrigens ganz praktisch ist, du hast später Kontakte mit Peilung, wie jetzt zum Beispiel jetzt. Wir haben jetzt auf 045 einen Kontakt auf 300 Yards Distanz. Hier oben links ist unser Radar. So, nutzen die Koordinaten und die Anzeige für die Zielpeilung, um auf 2000 Yards an das Ziel ranzukommen. Probieren Sie es einfach mal aus. Also, wir haben den Kontakt bei 046. New course 046. Course 046. Aye, sir. Auf 3100 Yards. All Und wir engines können ahead so standard. Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Able now bears 046. Range 2800 yards. Good work, guys. Wir drehen jetzt so weit, bis so gesehen Ausrichtung von unserem Schiff aus das Schiff auf 0 liegt. Contact able now bears 046. Und ist natürlich die Peilung 046. 500 yards. Aber es ist halt jetzt direkte Nordausrichtung. Und ich muss mich nochmal korrigieren, es wird als Early Access kommen, das Spiel. Ihre Manöverfähigkeiten sind spitze. Einsteiger sollten auf jeden Fall auf den Radarmann hören und den Kurs auf die vorgegebene Peilung setzen. So kommen sie am einfachsten an den Feind. Später ist natürlich praktisch schon in die Linie des Feindes, also wo er gerade hin unterwegs ist, reinzufahren. Da kommt man aber nachher noch zu. Auf der Brücke kann man sich ein bisschen umsehen. Und jetzt sollen wir in die Zentrale, in die Combat Information Center wechseln. Hier können wir das Radar sehen. Auf dem Radar finden Sie die Oberflächenkontakte. Schauen Sie regelmäßig vorbei, damit Sie einen aktuellen Überblick über die Lage erhalten. Sie können damit auch Ihren Standort im Verhältnis zu Geleitfahrzeugen finden. Und wir sehen übrigens da, dass der Kontakt schon relativ nah an uns dran ist. Was willst du jetzt gerade für mich? Sie können damit auch einen Standort. So, auf das DRT klicken. Da ist das DRT, das hat zuletzt nicht so 100% funktioniert. Hier werden die Markierungen gemacht meiner eigenen Bewegung und unseres Ziels. Der DrProof Tracker, ein Gerät zur Kopplungsnavigation, ermöglicht Ihnen das Planen Ihrer Bewegung im Verhältnis zum Gegner. Das passiert ja automatisch, das kannst du auch manuell machen, wenn du Bock darauf hast. Aber ich finde das schon mal ganz nett, dass es automatisch ist. Das bewegende Licht unter der Gasoberfläche stellt Ihren Zerstörer dar und weist Peilung und dessen Außenumfang auf. So können Sie ganz einfach entscheiden, welchen Kurs Sie einschlagen. Die Punkte stellen die Position unseres Zerstörers dar, die Kreuze die des U-Boots. Sie können Ihre Manöver planen, indem Sie beobachten, wie sich die Position im Laufe der Zeit zueinander verändert. Man hat zwei Skalen, entweder eine 1000-Yard-Skala oder 1:100-Skala. Und da war das Problem, wenn du umgeschaltet hast, gehen natürlich die Punkte weg, weil das Brett gelöscht wird.
Contact. Able. Now bears 0, 1, 8. Range 600 yards. Deshalb, ich glaube, das funktioniert hier immer noch nicht so hundertprozentig, wie man sich das vorstellt. Für gewiefte Seekriegsveteranen kann der manuelle Einsatz des DAT sehr unterhaltsam sein. Für Einsteiger stellt sich allerdings oft schwierig dar, daher ist die Funktion DAT Autopilot standardmäßig aktiviert, also dass der automatisch die Punkte setzt, was ja auch gut ist. Aber ich finde es im Moment noch doof, dass wenn du die Yardzahl änderst, dass alles gelöscht wird auf dem Feld. Also nicht so perfekt. Da kannst du die Gradausrichtung sehen. Ganz nette Geschichte. So, gehen wir zur Geschützsteuerung, weil hier können wir unser 5 Zoll Geschütz ausrichten auf unser Radarziel. Und wir sollten hier was sehen. Wir sehen nämlich das U-Boot. Die Geschütze richten sich aus. Wir werden das U-Boot damit nicht zerstören, aber wir schrecken sie auf. Wir können auch die Munition wechseln und Leuchtgranaten feuern, um die Umgebung zu beleuchten. Wir können auch mit Suchscheinwerfern gucken, ob wir unser Ziel finden. Aber wir sind natürlich jetzt abgetaucht. 600, lost contact. Able, last bearing, 2, 6, 9er, last range, 600 yards. Nach dem ersten Beschuss direkt. So, rüber zum Sonar. Sehen wir uns die Sonarkonsole an. Ihr wichtigstes Teil ist die runde Platte mit den Peilungen darauf. Das links hier oben. Mit ihr steuern Sie den Sonarkopf. Klicken Sie ein... Ah ne, das ist die Platte. Klicken Sie einfach auf den Sonaranzeiger und ziehen Sie nach links oder rechts. So legen Sie die Richtung fest, in die Sie Ihre Pings schicken wollen. Wenn Sie ein U-Boot finden, beginnt der Sonarmann sofort Meldung dazu abzusetzen und verfolgt es so lange wie möglich. So, da können wir unser Suchgebiet ändern. Perform active search. 3, 1, 5, 2, 0, 4, 5. Active search. 3, 1, 5, through 0, 4, 5. Aye, sir. So, jetzt dreht sich das Ding weiter nach rechts oder links. Legen wir einen größeren Suchbogen ab. Sonar. This is the captain. Investigate Und so größer der Suchbogen ist, umso mehr muss der Peilmann immer wieder mal hin und her gehen, um in diesem Bereich das abzusuchen. 0, 4, 4. Range 900 yards. Combat sonar. Contact. Able. Now bears So, wir haben eine 0, 4, Peilung. 4. Range 900 Ja, wir haben eins. yards. Wahrscheinlich ist es das Bearing steady. Boot, das wir an der Oberfläche gesehen haben. Achten Sie jetzt darauf, auf das Fenster rechts oben in der Konsole. Das ist ein kleiner Tactical Range Recorder, TRR. Ein Zielgerät für Ihre Wasserbomben. Das verrät Ihnen, ob Sie auf Ihr Ziel zu oder von ihm Combat ablaufen. sonar. Contact. Able. Weist das Diagramm Now nach bears links, nähern wir 0, uns. 4, 4. Range 900 yards. Bearing steady. Weist es nach rechts, entfernen wir uns von ihm. Das letzte wichtige Element ist die runde Bildröhre-Anzeige links. Hier sehen Sie, wie Ihre Peilung wandert. Das heißt, wie schnell das Ziel nach links oder rechts läuft. Die Bildröhre ist zwar nicht kriegsentscheidend, kann Ihnen aber dabei helfen, Ihr nächstes Manöver festzulegen. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0. Also 4, bleibt die Distanz 4. zurzeit gleich. Range Ja, Entfernung 900 bleibt auf yards. 900. Bearing steady. Weil würde das nach rechts gehen, würden die sich entfernen und nach links würden die auf uns zukommen, ne? So, die letzte Option an der Sonarstation, das Wechseln von tatsächlichen zu relevanten Peilungen. Standortmäßig Combat arbeiten sonar. Contact. wir Able. mit dem tatsächlichen Now bears Modus, in dem 0, 000, 4, also 000 bis Range 360 immer 900 Norden yards. bedeutet. Wenn Bearing Sie allerdings steady. auf relative Peilung umschalten, wird der Schiffsbug zu der 000 oder zu der 360 und alle Peilungen werden halt nach Norden gerichtet vom Schiffsbug aus. Und alle Peilungen werden im Verhältnis dazu relativ angegeben. Relative Peilungen sind praktisch, sobald Combat sie mit sonar. sich Contact. ihrem Ziel Able. nähern, aber sie Now müssen diese bears Option nicht 0, nutzen, wenn sie 4, lieber mit tatsächlicher 4. Peilung operieren. Also ich werde die tatsächliche 900 Peilung yards. lassen, Estimated weil die sich depth einfach am shallow. Kompass ausrichtet und nicht nach dem Schiffsbug.
Also ich verstehe, dass das andere auch ganz praktisch ist. Wenn du ein Ziel vor dir hast, macht das natürlich mehr Sinn, 5 Grad nach rechts anzugeben oder 5 Grad nach links. Anstatt dass du dann, sag ich mal, von 355 vielleicht mal auf 280 musst. Now bears 0, 4, 4. Range 900 yards. So, auf den OSC-Projektor. Dieses Gerät ähnelt der Peilungsanzeige, die Sie auf der Brücke kennengelernt haben. Hiermit können Sie jedoch die momentane Position eines U-Boots markieren, um nachzuhalten, wie diese sich im Laufe der Zeit relativ zu ihrem Zerstörer verändert. Das macht das OSC in den letzten Abschnitten eines Angriffes sehr nützlich. Die Linie, die von der Mitte der Schiffssilhouette ausgeht, zeigt Ihnen, wohin das Sonar ausgerichtet ist. Wenn es einen Kontakt erfasst hat, sehen Sie sofort, in welcher Richtung dieser sich befindet. Jeder Ring stellt übrigens eine Entfernung von 100 Yards dar. Jetzt habe ich aus Versehen selbst drauf gemalt. In der DAT kann dieses Gerät manuell oder im Modus Autoplot verwendet werden. Letzteres ist standardmäßig aktiviert, damit Sie sich voll auf Ihr Manöver konzentrieren können. Wenn Sie Autoplot deaktivieren möchten, drücken Sie die Escape-Taste, öffnen die Einstellung und klicken dann den Wahlschalter OSC Autopilot. Um alles über das OSC-Gerät zu erfahren, klicken Sie rechts auf das Fragezeichen. Jetzt können Sie den Gegner im Nahbereich verfolgen und wir schauen sie uns an, wie sie Wasserbomben scharf machen und werfen. So, zurück zum Sonar. Auf das TRR. Und da ist dieses wundervolle Ding, wo ich das eigentlich nicht so 100% verstanden habe, wie es geht, aber im Video war es eigentlich ganz gut erklärt, was wir vorhin gesehen haben. Damit die TRR funktionieren kann, benötigen Sie Informationen, die Geschwindigkeit Ihres Zerstörers und die Tiefe des U-Boots. Diese beiden Parameter müssen Sie hier auf dieser Skala einstellen. Zum Beispiel, wir haben, glaube ich, wir bewegen uns jetzt auf das U-Boot zu. Für diese Aufgabe wurde Kurs und Tempo automatisch eingestellt. Also ich glaube, das ist jetzt hier die Geschwindigkeit. 8 Knoten. Hat er das jetzt schon eingestellt gehabt hier unten? Ich glaube schon. So, Wasserbomben auf geringe Tiefe einstellen und dann stellst du die Streuung ein, ob die breit oder eng sein soll. Now bears 0, 4, 3, range 900 yards. Very strong propeller noise. Unsere Wasserbomben werden scharf gemacht. Das dauert eine Weile, bevor sie die Salven werfen können. Können sie die Parameter noch verändern. Wie bei vielen Geräten im Spiel ist die TRR standardmäßig automatisiert, aber Sie können sie natürlich auch manuell einsetzen. Drücken Sie dazu die Escape-Taste, öffnen Sie die Einstellung und klicken Sie darauf den Wahlschalter, um die TRR umzuschalten. Sobald Tiefe und Geschwindigkeit festliegen, sollten Sie das Teil aus durchsichtigem Plexiglas drehen, damit seine roten Linien mit dem von der TRR gezeichneten Diagramm übereinstimmt. Combat Sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4. Ach so, das ist umgekehrt gesehen. 900 yards. Bearing steady. Das Teil aus Plexiglas muss so an dem Diagramm ausgerichtet werden. Im Sinne des Tutorials wurde dieser Vorgang automatisch durchgeführt, damit Sie sehen, wie so etwas richtig funktioniert. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. Combat Sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 6. Range 800 yards. Very strong propeller noise. Ich glaube übrigens, das wird jetzt immer hier an der Linie ausgerichtet. Im Verhältnis. Combat Sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 6. Range 600 yards. Aber man merkt schon, es ist halt nicht ohne vom Simulationsgrad. Wir trinken keine Alkohol an Bord. Sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 6. Range 400 yards. Very strong propeller noise. Lassen Sie uns endlich Bomben schmeißen!
Wir wissen ja, es muss die schwarze Linie brechen und die rote. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 0, 4, 6. Range 200 yards. Bearing steady. Combat sonar. Contact. Able. Now bears Fire 1. 2, 7. Range 30 yards. Combat sonar. Lost Fire contact. 2. Able. Last bearing 2, 2, 6. Last range Da 30 sehen wir yards. übrigens, dass wir gerade über den drüber fahren. Du kannst hier oben links, oben rechts sehen, wie unsere Wasserbomben einschlagen. Auf dieser Position haben Sie den besten Überblick, wenn Sie in der Nähe zum Konvoi fahren und manövrieren müssen. Ihre Ausgucke wahren Sie vor möglichen Kollisionen und erspähen auch Seerohre und Blasenspuren von Torpedos, sofern die Sichtverhältnisse es zulassen. Zusätzlich melden Ihre Späher Ihnen außerdem Ölspuren und Trümmerteile, die darauf hinweisen, dass ein U-Boot getroffen wurde. Nachts erhöhen Ihre Leuchtgranaten und die Suchscheinwerfer Ihre Geschützsteuerung die Sichtweite Ihres Ausgucks erheblich. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und bewegen Sie die Maus, um sich frei in der Gegend umzugucken. So. Auf dieser Station sind alle bisher geordnete Feindkontakte mit den neuesten Informationen aufgelistet. Das ist insbesondere dann sehr praktisch, wenn Sie einen Kontakt verloren haben und ihn später wiederfinden wollen. Hier wählen Sie auch den Kontakt aus, den Sie angreifen möchten. Anschließend erhalten Sie regelmäßig Meldungen dazu. Über die restlichen Kontakte wird Ihnen nur berichtet, wenn Sie sie verlieren oder erneut orten oder sie angegriffen werden. Die DAT- und OSC-Stationen verfolgen darüber hinaus nur den gewählten Kontakt, der von der Geschützsteuerung ins Visier genommen wird, sobald das Radar ihn erfasst. Wechseln Sie zum Kontakt Baker. Gut, jetzt konzentrieren wir uns auf den Kontakt Baker. Alle allgemeinen Meldungen und Plotvorgänge beziehen sich ab sofort auf ihn. Denken Sie daran, den richtigen Kontakt auszuwählen. Auf der taktischen Gefechtsstation finden Sie einen Gesamtüberblick und erteilen den anderen Einheiten Ihrer Kampfgruppe Befehle. Das Rufzeichen unseres Zerstörers ist Bloodhound, Antler, Monty, Hockey und Marple. Sind die anderen Begleitschiffe und Black Cat ist ihre Luftunterstützung. Die vorübergehend zur Verfügung steht. Je nach Umfang des Gefechts sind nicht immer alle 4 Eskorten mit dabei. Unser Zerstörer, die Bloodhound, befindet sich in der Mitte. Ihre Begleiteinheiten sind die gelben Kreise und die Schiffe des Konvois werden als gelbe Punkte markiert. Feindliche U-Boote sind die roten Kreuze mit dem Kontaktbuchstaben und der Uhrzeit, zu der ihre Position geplottet wurde. Wichtig, die Daten auf dieser Station werden alle 6 Sekunden aktualisiert, um ein manuelles Neuzeichnen dieser Information durch eine einzelne Person zu simulieren. Um eine Eskorte zu befehligen, klicken Sie darauf, um sie auszuwählen. Anschließend klicken Sie auf eine beliebige Stelle auf der Tafel, um das Schiff dorthin zu schicken, oder klicken Sie auf die letzte Feindposition, um diesen Kontakt anzugreifen. So, dann nimmst du nämlich hier den Antler und wir weisen ihm eine neue Position zu. Und Mounty schicken wir auf den B-Kontakt. Mounty, this is Bloodhound. Proceed to engage contact. Baker. Roger. Mounty engaging contact. Baker. Immer wenn Sie auf eine Eskorte klicken, können Sie deren Sonarsuchbogen bearbeiten, indem Sie diesen ebenfalls anklicken und ihn in der Breite verlängern. Dann kann ich zum Beispiel das Sonar anders ausrichten von denen. Gute Arbeit. Die Maple sucht jetzt den ihr zugewiesenen Bogen ab. Passen Sie den Suchbogen an, wenn Sie einen neuen Kontakt erneut finden müssen, den Sie verloren haben.
Wenn Sie mit 2 Eskorten einen einzelnen Kontakt angreifen oder einer anderen Eskorte auf ihrer Jagd helfen, steigen die Erfolgschancen exponentiell an. Ein gut koordinierter Angriff kann wesentlich effizienter sein, da 2 Schiffe ihre Plotting-Informationen miteinander austauschen können, wenn eins von ihnen den Zielkontakt verlieren sollte. Gleichzeitig müssen sie sich vor Kollisionen in Acht nehmen und sollten daran denken, nicht so viele Einheiten auf einen einzelnen Gegner loszulassen. Das letzte ihnen zur Verfügung stehende Hilfsmittel ist die Luftunterstützung. Dieser Schutzengel kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen, wenn sie ihn richtig einsetzen. Es handelt sich dabei um ihre schnellste Einheit, die eine große Bedrohung für U-Boote darstellt, weil sie ebenfalls über Wasserbomben verfügt. Damit lässt sich zwar nur ein einzelner Angriff ausführen, doch anschließend ist es ihr immer noch möglich, U-Boote mit ihren MGs zu behaken. Ihre Gegenwart allein bringt den Gegner dazu, ein Alarmtauchen vorzunehmen, bremst ihn aus und behindert ihn in seiner Operationsfreiheit. Mal sehen, wie das funktioniert. Die Black Cat wird als umgekehrtes blaues U dargestellt. Contact Baker now bears 250. Range 3,900 yards. Black Cat reporting. Roger. Black Cat on the way to patrol area ahead of. Der Nachteil der Luftunterstützung ist ihre Befristung. Achten Sie daher genau auf den Funkverkehr und Meldungen von der Black Cat, weil Sie so erfahren, wann sie sich dem Konvoi nähert, damit Sie die Angriffe ihrer Überwassereinheiten entsprechend planen können. Bevor wir das Tutorial abschließen, möchten wir Sie bitten, auf eine wichtige Sache zu achten, die Ihnen im Verlauf des Spiels helfen wird. Wenn Sie sich alle Geräte ansehen, die das Peilungssystem nutzen, wird auffallen, dass diese grundsätzlich alle das gleiche anzeigen. Ein Ring aus Peilung mit ihrem Zerstörer in der Mitte, ihrem Zerstörer in der Mitte. Sie müssen daher auf jeden Fall lernen, wie Sie stationsübergreifend Querverweise auf diese Informationen bilden und sie vergleichen. Beispiel: Sie haben einen Radar- oder Sonarkontakt verloren. Werfen Sie sofort einen Blick auf den DRT, damit Sie wissen, wo Sie mit dem Sonar suchen müssen, wenn Sie sich durch den Konvoi bewegen. Wenn Sie sich durch den Konvoi bewegen, empfiehlt es sich, die Daten aus der taktischen Station, dem Radarraum etc. abzufragen. Da all diese Geräte unterschiedliche Zwecken dienen, dafür aber auf dasselbe System zurückgreifen. Sie sind Ihre Augen und Ohren, setzen Sie sie überlegt ein, damit Sie immer wissen, was gerade vor sich geht. Sollten Sie das nicht tun, verlieren Sie im Chaos der Schlacht schnell die Orientierung. Jetzt wissen Sie alles, was Sie zum Spielen von Destroyer the U-Boot Hunter wissen müssen. Eigentlich weißt du nichts. Gefühlt weißt du nichts. Das ist das Tutorial. Und ist eigentlich gut, aber auch schwierig. Let's begin with speed. The submerged U-boat is roughly as fast as the convoy, so it cannot effectively catch up on it from behind. It would first need to surface to make more speed, yet at the cost of being attacked by escort gunfire. Therefore, the most dangerous kind of enemy is the clever U-boat captain who approaches submerged from the front of the convoy, maintaining the element of surprise, unless you detect him with the sonar. Most enemy captains, however, will approach the convoy on the surface, for reasons already mentioned in the ASW 101 video. As for flanking, torpedoes had the highest chance of hitting the target when fired at the so-called broadside, i.e. not at the bow or the stern of the target, but at its side, which made for a much larger target. If you allow a U-boat to assume a flanking position within 1,500 yards of the convoy, and give it enough time at periscope depth, they will be able to shoot whole salvos of well-aimed torpedoes, potentially sinking a few merchant ships in one fell swoop. Also, the Wolfpack tactics used by U-boats were based on advantage in numbers in an attempt to swarm and overwhelm the escorts by attacking from multiple directions at the same time. This was supposed to create a shock effect and confuse the escorts by creating chaos and giving them more targets that they could handle at a time. In order to help you prevent that, here is a handful of tactical advice. The best area for U-boats to attack from are the convoy flanks. Prevent them from sneaking into good firing positions, and convoy survivability will rise exponentially. U-boats approaching submerged from the front of the convoy can be a nasty surprise. Whenever possible, maintain at least minimal sonar coverage aimed towards the front of the convoy.
If you manage to attack and suppress a U-boat long enough, it will stay submerged and will eventually end up behind the convoy. If that is the case, it will be almost impossible for it to catch up without surfacing, and its threat will have been nullified, at least for some time. Try to attack U-boats as far away from the convoy as possible. However, once they break through, make sure to recall your escorts, close the formation, and aggressively defend the flanks. The U-boats will attempt to exploit any holes in your defenses to get there and fire multiple torpedoes. So if any U-boats break through into this zone, attack them with all your might, or their torpedoes will start to wreak havoc in the convoy. Sooner or later, you will be able to determine the main vector of the attack. Once that happens, relocate more escorts there from the other flank of the convoy as soon as possible. Bear in mind that such formation changes will take a while, so try not to jump the gun, as it may cost you a lot of time later to reverse a bad decision. Whenever possible, attack a U-boat with more than one ship. Also, try coordinating your attacks with other escorts. Just watch out for collisions, and you will be fine. If multiple U-boats break through and swarm the convoy flanks, chaos will ensue and you will start losing ships. Don't panic and stay on your toes, as this is the most difficult time of the battle. When it comes, make sure your escorts are prioritizing the right targets, and try not to get lost in the entanglement. If you make it through this difficult part, you will most likely succeed in suppressing and repelling the enemy. If you start losing ships, don't panic. Check the radar or the tactical station in combat. Deduce where the torpedo may have come from, and make a strong presence in the area to prevent the U-boat from taking further shots on the convoy. Use air support to harass U-boats that are beyond your reach, or quickly relocate it to suppress multiple U-boats when they get dangerously close to the convoy's flank. Remember that air support will force a U-boat to submerge, thus preventing it from firing its torpedoes. Some U-boat captains will submerge and hide under the convoy, or even try to sneak to the other flank. This is a bad situation for you, as it is very dangerous to track and attack U-boats within the convoy due to a high probability of collisions. And lastly, be aggressive and do not let the enemy take the initiative. The longer you hesitate, the more time you are giving the U-boats to reach optimal firing positions and aim their torpedoes. Harass them, never let up, and focus all your assets to the fullest. That concludes the presentation of U-Boat and Escort Tactics. Ja, U-Boote sind im Dreiergespann. Es wurde ja die Wolfstaktik erklärt, die ja von den Nazis auch wirklich benutzt wurde, um diese Konvois anzugreifen. Also U-Boote waren nicht mehr im Einzelverband unterwegs, sondern haben halt im Konvoi, also im eigenen unterstützenden Wolf-Taktik-Angriff. Es sind ja 40er Jahre. Deshalb sind die Gerätschaften auch nicht. Also, was gerade gefragt wurde, das Spiel wird im Early Access mit Gefechten anfangen und mit dem Tutorial. Unter Extras irgendwelcher Bonuskram. Unter den Gefechten kannst du halt erstmal entscheiden, benutzerdefiniert oder was für eine Größe du das Gefecht haben. Kannst auch komplett customizen, wie groß der Konvoi ist, was ist der Kurs des Konvois, was für eine Wetterzeit ist. Oder du kannst das halt einfach hier gehen. Die Spieldauer ist halt unten angegeben, wie lange das in etwa dauern wird. Von der Gefechtsgröße her. In Zukunft soll es mal irgendwann eine Kampagne geben. Dazu kann ich natürlich gar nichts sagen. Es wird wahrscheinlich in vielen anderen Spielen sein, dass du irgendwie die Konvois bewachst und dadurch vielleicht, ja, gewisse Upgrades haben kannst oder daraufhin, ja, der Krieg mit Deutschland irgendwie Einflüsse nimmt. Das wird sich dann zeigen, wie die Kampagne aufgebaut wird. Treibstoff und Munition gibt es, glaube ich, nicht in dem Sinne. Da hast du so viel, wie du rausballern kannst im Moment. Da ist der Simulationsfaktor nicht groß. Wir werden jetzt einfach mal ein kleines Gefecht anfangen. Mit 9 Schiffen-Konvoi und 2 Eskortschiffen als Unterstützung. Wir werden aber die ganze Stunde nicht mehr spielen können. Ja, vielleicht doch. Also vielleicht habe ich Glück. Aber normalerweise ist es wirklich nicht einfach. Selbst nach dem Tutorial, ich habe die normale Schlacht gemacht und es war einfach super tricky, überhaupt irgendwas zu erwischen. Surface radar has a new contact. Bearing 288. Range 4,900 yards. Bridge combat. New surface contact from radar. Bearing 288. Range 4,900 yards. I designate contact Able.
Time 7:38. Contact able. Now bears 2. Lookout. Anything at 2, 8, 8. 4,600 yards. I see nothing. Bearing 2, 8, 8. Keine Panik. Kontakt. Haben Sie keine Panik. Keine Panik. Wir werden dieses Radio, U-Boot versenken, Captain. wie alle U-Boote Send a vorher. report to Convoy Commodore. Jansen has unknown contact on radar. Front of the convoy. Contact able. Coming in much more strongly. I evaluate as a definite contact. Contact able. Now bears 2, 8, 7. Range Captain I. 4,400 yards. Officer of the deck, set general quarters. Set general quarters. Aye. General quarters. All hands man your battle stations. Set conditions zebra throughout the ship. Contact able. Stern depth charge detail manned and ready. Main battery reports manned and ready. Engineering officer watch reports engineering manned and ready. Zebra set. 4 boilers online. Max speed 32 knots. Electric plant split. All fire pumps online. Very well. Contact able. Now bears 2, 8, 4. Range 3,800 yards. Course 2, 8, 4. Aye, sir. Antler reporting. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to station. Bearing 249. Range 2,200 yards. Ich kann übrigens auch mal die Guide. Außenansicht zeigen, weil eigentlich Maneuvering to station bearing ist das Spiel 249. nicht hässlich. 2,200 yards from guide. Contact able. Now bears 2. Aber wir haben Nebel und schlechtes 3. Wetter. Range 3,500 yards. Contact able. Now bears 2, 8, 2. Range 3,200 yards. 2, 7, 5. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Stand by to fire. Start tracking contact. Target acquired. Contact able. Now bears 2, 8, 2. Range 2,900 yards. Wir können aber noch nichts sehen auf 2900. Ne, TRR ist das ja nicht. Contact able. Now bears 2, 8, 2. Range 2,400 yards. Stand by to fire. Contact able. Da siehst du, dass sie gerade Now schon bears abtauchen. 2, 8, 3. Range 1,800 yards. Load illumination rounds. Illuminate 2, 8, 3. Point detonating rounds. Contact able. Now bears 2, 8, Kontakt 2, 4. Range Nein, 2, 8, 4. 1,300 yards. Abtauchen bestätigt. Stand by to fire. Lost contact able. Last bearing 2, 8, 4. Last range 1,200 yards. Sonar, combat. Investigate arc 2, 7, 9 through 0, 0, 9. Investigating arc 3, 0, 9 through 0, 3, 9. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Perform active search. 2, 5, 4, 2, 3, 4, 4. Active search 2, 5, 4 through 3, 4, 4. Aye, sir. Combat sonar. New sonar contact. Bearing 3, 2, Entfernung 300 1. Yards. Die Fallen ist an uns vorbei. 300 yards. Kontakt nimmt an Combat Tiefe zu. sonar contact. Able. Now bears 3, 2,
5, range 200 yards. Contact increasing depth. Ready depth charges, medium pattern. New course, 3, 2, 5. Course 3, 2, 5. Aye, sir. Combat sonar, contact, able, now bears 3, 5, 0, range 100 yards. Contact increasing depth. Stand by to fire. Ne, ich bin in der falschen. Combat sonar, lost contact, able. Last bearing, 0, 0, 6. Last range, 100 yards. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Able, bearing 1, 2, 9. Range 100 yards. Das ist übrigens das TIR. Ist für mich einfach. Wäre ja automatisch ziehen, aber hier passiert ja gar nichts. Antler now has sonar contact. Able, bearing 1, 3, 2. Range 200 yards from Bloodhound. Die sind an mir vorbeigefahren. Bloodhound, this is Antler. Antler now Ja, has 400 Yards Entfernung. Able, bearing 1, 3, 0. Range 400 yards from Bloodhound. Stand by to fire. 0. Aye, sir. Weil Antler Hilfe mit seinem Sonar in die Richtung. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 1, 2, 6. Range 500 yards from Bloodhound. Antler reporting. Antler, this is Bloodhound. Proceed to engage contact. Able. Roger. Antler engaging. Antler reporting. Antler, this is Bloodhound. Take new station in convoy screen. Roger. Antler taking station. Antler, this is Bloodhound. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 1, 2, 7. Range 600 yards from Bloodhound. Roger. Antler 1, 2, maneuvering to 7. station bearing 2, 9, 4. Range 1,800 yards from guide. Ready depth charges, shallow pattern, sonar. This is the captain. Investigate arc. Combat sonar, 0, regain 7, contact. 8, Able, 2, bearing 1, 6, 2, 8. 9, range 600 yards. Combat sonar, contact, able, now bears 1, 3, 0, range 600 yards. Investigating arc, 0. 7, 8 through 1, 6, 8. Aye, sir. Wake on left cut. Combat sonar, contact, able, now bears 1, 3, Driftet nach 8, Steuerbord ab. range 600 yards. Bearings drifting right. New course, 138, 600 Yard 1, 3, Distanz. 8. Course 1, 3, 8. Aye, Wie soll sir. ich denn jetzt davon erzählen, wie gut die U-Boot-KI ist? Combat sonar, contact, able. 300 now bears yards. 1, 4, 1. Range 300 yards. Very strong propeller noise. Contact making a sharp left turn. Peilung auf New 141 course, wechseln. 1, 4, 1. Course 1, 4, 1. Aye, sir. Combat sonar, contact, able. Now bears 0, 8, 9. Range 100 yards. Combat sonar, lost contact, able. Shit. Last bearing 0, 8, 9. Last range 100 yards. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 3, 3, 7. Range 300 yards from Bloodhound. 3, 7. Stand by to fire. 3, 3, 7. Aye, sir. Ich habe die überholt schon. All engines ahead 1/3. All engines ahead 1/3. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able, bearing 3, 0, 1. Range 400 yards from Bloodhound. 3,
1. Course 301. Aye, sir. All in Bloodhound. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 284. Range 400 yards from Bloodhound. 284. Aye, sir. Wollte mich doch veräppeln. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 258. Range 200 yards from Bloodhound. New course 258. Course 258. Aye, sir. Bloodhound. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 100. Range 100 yards from Bloodhound. Combat sonar. Regain contact. Able. Bearing 08. Langsamer. Range 100 yards. Combat sonar. Lost contact. Able. Last bearing 081. Last range 100 yards. At Bloodhound. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 066. Range 300 yards from Bloodhound. Stand by to fire. Sonar. This is the captain. Investigate ARC 2882018. Investigating ARC 288 through 018. Bloodhound. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 060. Range 500 yards from Bloodhound. Bloodhound, this is Black Cat. Air support over convoy. ETA 15 minutes. Stand by to fire. Und entweder sind die super langsam unterwegs und ich überfahre die ganze Zeit zu schnell. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 056. Range 600 yards from Bloodhound. Antler, reporting. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to new station. Roger. Antler maneuvering to new station. Bridge, starboard lookout. Torpedo wake sighted. Bearing 054. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 051. Range 800 yards from Bloodhound. 051. Course 051. Aye, sir. Stand by to fire. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 048. Range 800 yards from Bloodhound. Sonar. This is the captain. Investigate ARC 3422072. Investigating ARC 342 through 072. Aye, sir. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 045. Range 800 yards from Bloodhound. 046. Bridge, starboard lookout. Torpedo wake sighted. Bearing 046. Course 046. Aye, sir. Antler, this is Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 044. Range 800 yards from Bloodhound. Roger. Antler maneuvering to new station. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to station. Bearing 327. Range 1,400 yards from guide. Roger. Antler maneuvering to station bearing 327. Range 1,000. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 047. Range 700 yards from Bloodhound. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to assigned station. Roger. Antler maneuvering to assigned station. Sonar, combat. Investigate ARC 297 through 117. Combat sonar. Investigating ARC 29. Bloodhound. Das ist mein erster Tag, da kann man schon mal einen Konvoi verlieren. Jedenfalls ein Schiff. Keine Panik! 53. Range 600 yards from Bloodhound. New
New course, 047. Course, 047. Aye, sir. All engines ahead standard. All engines ahead standard. Aye, sir. Bloodhound, this is Antler. Richtig, keine Panik, es sind noch genug andere Konvoischiffe da. Bearing 065. Range 400 yards from Bloodhound. 065. Course 065. Aye, sir. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to new station. Roger. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 116. Range 200 yards from Bloodhound. 2/3. All engines ahead, 2/3. Aye, sir. New course, 116. Course 116. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Investigate arc. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 198. Range 300 yards from Bloodhound. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 069. Range closing quickly. I say again, CBDR. Investigating arc 353 through 173. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 220. Range 400 yards from Bloodhound. Aye, sir. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 109. Range closing quickly. I say again, CBDR. Ja, die drehen gerade ab, um einen neuen Angriff zu fahren. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 245. Range 400 yards from Bloodhound. 5. Course 245. Aye, sir. Sonar, this is the captain. Investigate arc. Bridge, starboard lookout. Merchant ship, CBDR. Bearing 013. Range closing quickly. I say again, CBDR. Bloodhound, this is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 293. Range 300 yards from Bloodhound. Investigating arc 147 through 327. Warte einfach, irgendwann müssen sie auftauchen. Ich glaube nicht, das sind vom Verfolgen eines Schiffs. 339. Die drehen gerade wieder. Antler, reporting. Antler, this is Bloodhound. Proceed to engage contact. Able. Roger. Antler engaging contact. Lassen wir Able auch mal angreifen. This is Antler. Antler now has sonar contact. Able. Bearing 001. Range 500 yards from Bloodhound. 1. Course 001. Aye, sir. Sonar, combat. Investigate arc 268 through 088. Aber irgendwie verwirrt mich mein Begleitschiff ziemlich. Torpedo im Wasser. 600 yards. Bridge, starboard lookout. Torpedo in the water. Bearing 010. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 016. Range 600 yards. Sounds of torpedo tube outer doors opening. Torpedo in the water. Bearings drifting right. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 029. Range 600 yards. Contact increasing depth. 029. Course 029. Aye, sir. Da ist der Kontakt immer. Contact making a sharp left turn. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 040. Range 600 yards. Very strong propeller noise. Mein Begleitschiff fährt aber auch ziemlich dicht am Konvoischiff vorbei. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Mein Gott. Last known at Hab bearing mich erschreckt. 041. Range 500 yards from Bloodhound. New course. Combat sonar. Contact. Able. Now bears 040. Range
400 yards. Bridge, starboard lookout. Oil slick bearing 0, 3, 9. Estimated depth, shallow. Ready depth charges, medium pattern. Bloodhound, this is Antler. Antler regained contact. Able, bearing 0, 3, 2. Range 200 yards from Bloodhound. Combat sonar, contact. Able, now bears 0, 2, 7. Range 200 yards. Da ist aber eine Ölleiche, glaube ich. Und Trümmerteile. Toll. Mein Begleitschiff macht das einfach mit einem Hit. Bloodhound, this is Antler. Antler made a depth Die charge nehmen nicht an attack on Tiefe zu, die contact. sinken. Debris sighted. Combat sonar, contact. Able, now bears 2, 8, 9. Range 100 yards. Contact increasing depth. Ready depth charges. Deep pattern. Fire 1. Combat sonar, contact. Able, now bears 2, 4, 0. Range 200 yards. Contact increasing depth. New course 2, 4, 0. Course 2, 4, Fire 2. Aye, sir. Combat sonar, contact. Able, now bears Fire 3, 3, 9. Range 300 yards. Surface radar has a new contact. Bearing 309er. Range 6,800 yards. Bridge, combat. New surface contact from radar. Bearing 309. Range 6,800 yards. I designate contact Baker. Time 8-0. Combat sonar, contact. Able, now bears 2, 3, 7. Range 400 yards. Estimated depth deep. Contact decreasing depth. Da ist er. Das ist unser anderes Schiff. Contact making a sharp right turn. Wir haben meinen Wasserbomben gar nicht so weit weg. Combat sonar, contact. Able, now bears 2. Der schlägt nämlich jetzt gerade ein. Ist natürlich doof, dass ich das in der Kamera gerade sehen kann. Bearings drifting left. Aber Able fährt jetzt genau über den drüber. Port lookout. Merchant ship. CBDR. Bearing 3, 4, 9. Range closing quickly. I say again. CBDR. Bloodhound, this is Antler. Antler lost contact. Able, last known at bearing 206. Range 300 yards from Bloodhound. Combat sonar, contact. Able, now bears 199. Range 300 yards. Contact increasing depth. Antler, this is Bloodhound. Maneuver to assigned station. Roger. Antler maneuvering to assigned station. Antler, this is Bloodhound. Sind wir alle des Todes jetzt? Ach so, ich bin kollidiert. Wahrscheinlich ist die Adler in mein Schiff reingefahren. Ich dachte, die wären so schlau anzuhalten oder wenigstens auszuweichen. Ich bin nur extra stehen geblieben. Oh, es wird gerade ein Fax geschickt an meinen Flottenkommandanten. Damit ich rausgeschmissen werden. Du hättest drehen sollen. Ach, so ein Unsinn. Übrigens komme ich irgendwie aus diesem Screen nicht raus. Das ist aber Destroyer, the U-Boot-Hunter. Eigentlich, man hat gemerkt, ich war sehr konzentriert und habe trotzdem kein U-Boot erwischt. Obwohl die Einwasserbomben waren relativ nah dran von mir. Da war die Adler auf jeden Fall ein bisschen erfolgreicher. An sich, tolles Simulationsspiel. Wenn man da erstmal drin ist, macht das bestimmt auch einen Heidenspaß. U-Boote zu jagen. Jetzt habe ich mich natürlich hier die ganze Zeit im Kreis gedreht, weil irgendwie bin ich dem U-Boot nur hinterhergetuckert, was natürlich nicht so zum Erfolg geführt hat, wie man sich das vielleicht vorstellt. Man hätte wahrscheinlich wirklich Informationen nehmen müssen, um diese Fahrtrichtung
vom U-Boot richtig zu kreuzen. Und bei der Hinfahrt, wo die schon unter mich durch sind, da hätte ich in dem Moment eigentlich die Chance haben müssen, um wenigstens einmal Wasserbomben auf die zu schmeißen. Auch wenn das natürlich im Tutorial am Anfang geheißen hat, wenn man natürlich frontal aufeinander zufährt, ist das Timing schwieriger, als wenn man einfach hinterher ist. Aber wenn euch das Spiel gefallen hat, macht es auf eure Wunschliste oder kauft das Early Access am 28. Ich glaube, die Entwickler wird es freuen. Es scheint aber qualitativ hochwertig zu sein. Mal gucken, was da für eine Kampagne später mal reinkommt. Aber sehr interessant. So. Vielen Dank nach YouTube an der Stelle. Im Stream werde ich noch ein bisschen was anderes spielen.